Ein frohes neues Jahr allerseits. Der Kollege hier hinter mir, der fliegt jetzt demnächst raus. Ich brauche nämlich Platz. Über den Jahreswechsel sind nämlich neue Container hier angekommen. Und in das Kistchen, da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Herzlich willkommen in eher ungewohnter Umgebung, aber ich hatte ein bisschen Gammelurlaub und ich war total faul und bin nicht mal im Bastelraum gefahren. Ich habe nämlich auch Modellbahngammeln gemacht. Ich habe den Karton zwar aufgemacht, aber habe genau einen Container betrachtet und habe mir dann gedacht, jetzt ist mal Gammelzeit und da muss auch die Modellbahn ein bisschen warten. So, Gammelzeit vorbei. Natürlich ist Kombimodell drin, wer hätte das gedacht? Und das spiegelt hier total toll im Deckenlicht. Deshalb nehmen wir die guten Stücke mal raus. Das sind vor allem da hier drin 30 Fuß Letterbox Container. Der hier jetzt von Heuer Thalke sehr aufwendig, vor allen Dingen auch auf dem Dach bedruckt. Auf der Seite ist er jetzt nicht so der Brüller, weil das aber am Original eher liegt. Türseite natürlich auch wie immer top bedruckt von Kombimodell. Wir haben also hier Heuer Thalke einen 30 Fuß Balkcontainer, den Kombimodell auch eine Letterbox nennt. Wir haben hier Move mit dem großen Logo auf der Seite und natürlich auch hier zahlreichen Drucken auf allen Seiten. Den haben wir gleich ein paar Mal. Das ist jetzt die Variante 3. Dann haben wir hier Variante 4 und hier Variante 2. Wahrscheinlich findet sich auch irgendwo noch die Variante 1. Das schauen wir dann gleich mal. Aber jetzt haben wir erstmal nochmal Heuer Thalke. Hatte ich ja gerade schon draußen. Und natürlich Bertschi. Wenn es um Bike geht, kommt man um Bertschi aus der Schweiz nicht herum. Hier jetzt mit dem neuen Logo. Das sieht man auch, dass alle Dritte oben auf dem Dach nochmal extra schwarz lackiert sind von Kombimodell oder schwarz bedruckt sind. Und natürlich die Türseiten sehr schön gestaltet sind. Nochmal Bertschi mit dem neuen Logo, aber einer leicht anderen Logoanordnung oben rechts statt mittig. Und dann wühlen wir hier gerade mal durch. Hier haben wir nochmal Bertschi, diesmal aber ein Tankcontainer mit dem alten Logo. Oh, die Nachbarn werfen gerade Glas weg. Heute Morgen war hier nämlich die Müllabfuhr und hat endlich mal die Glastonnen geleert. Dann hier mit neuem Logo in Silber. Und hier auch die Tankcontainer von DB Schenker. Das ist jetzt die aktuelle Logo-Variante von DB Schenker. Mal schauen, ob da wie beim letzten Unboxing bei den Containern wieder diverseste Logo-Varianten dabei sind. Hier auch ein zweiter DB Schenker. Und je tiefer wir hier kommen in der Kiste, kommen noch ein paar mehr Bertschi zutage hier in Grau. Und natürlich wie alle Container von Kombimodell ist auch der zunächst mal matt lackiert, bis auf die silbernen, die wir vorhin schon hatten. Und dann entsprechend umfangreich bedruckt. Vor allen Dingen auch auf dem Dach, was ich tatsächlich sehr zu schätzen weiß, weil von schräg oben sieht man die auf der Modellbahn halt dann doch am häufigsten. Nochmal silberner Bertschi mit neuem Logo. Also der graue hatte das alte, ja, falsch rum. Und der silberne hat das neue. Und hier ist noch ein Move, hatte ich ja gesagt, da fehlt noch die Variante 1, wobei die Varianten sich in den meisten Fällen nur durch abweichende Nummern unterscheiden.
Aber hier weiter mit dem kleinen Unit 20 Bulk. Also auch das ein Bulk-Container, der oben Öffnungsklappen hat und auch da sehr aufwendig bedruckt ist. Auch an den Türseiten, die Aufstiegsleiter ist extra abgesetzt im Druck und auf der anderen Seite die Auslassklappe, um das Schüttgut dann auch einfach wieder entleeren zu können. Und der mit zahlreichen Aufdrucken und hier auch noch so ein Werbepfeil, sage ich mal. Muss man unter der Lupe mal schauen, was da wirklich drauf steht. Sehr schönes Modell. Den haben wir hier nochmal mit einer anderen Containernummer. Wir haben auch noch mehr Berchi mit alten Logos. Und wir haben noch ein bisschen Kombimodell, nennt ihr auch Letterbox. Ich habe jetzt dazu irgendwie keine Quelle gefunden, die das irgendwie bestätigt. Hier in so einem gebrochenen Weiß von Voss Logistics, einen 30er Bulk. Und dann kommen wir hier in die größere Region rein, aber die lasse ich erstmal drin, weil hier ist noch ein 30er Berchi als Letterbox mit dem alten Logo. Jetzt geht mir hier gerade der Platz schon fast aus auf meinem Tischchen. Hier nochmal Unit 20, der blaue in der dritten Variante. Voss Logistics nochmal in der zweiten. Nochmal Berchi mit dem alten Logo in Variante 2. Und dann kommen wir jetzt zu den Nordic Bulkers in dem grünen Farbton. Da hatten wir auch das letzte Mal schon welche dabei. Die Farbe gefällt mir wirklich sehr gut. Nordic Bulkers. Und auch den Kollegen hatten wir noch nicht. Das sagt mir nicht mal das Logo was. Paganella. Und an dem sieht man auch sehr schön, da wird nicht einfach nur oben sinnlos irgendwie drauf gedruckt, sondern da wird dem Vorbild entsprechend die Dachgestaltung gemacht. Bei den Berchis waren ja hier alle Sicken mit quasi einer Anti-Rutsch-Bedruckung versehen und hier beim Paganella findet sich nur hier an der Seite ein kleiner Laufsteg. Also hier wird sehr aufs Detail geachtet. Ja, da haben wir nochmal in. Ja, der eine ist, ne, die sind beide in der gleichen Farbe. Das liegt hier leider an der Beleuchtung im Raum. Dann haben wir noch einen Unit 20. Einen kleinen. Dann haben wir natürlich auch einen zweiten Nordic Bulker. Und mehr Berchi. Ich meine, hier ist sehr viel Bulk drin. Da kommst du, wie gesagt, um Berchi nicht rum. Hier haben wir noch in so einem hellen Beige-Ton Van den Bosch. Auch hier die Dachgestaltung wieder abweichend und dem Original entsprechend. Also nicht einfach nur sinnlos irgendwie Farbe drauf geklatscht, wie man das leider bei vielen anderen Herstellern sieht, sondern da hat sich jemand mit Vorbildrecherche beschäftigt. Hier ein zweiter Van den Bosch nochmal in der Farbe. Hier nochmal ein Berchi, den hatten wir vorhin ganz am Anfang tatsächlich mit dem oberen Logo. Und dann haben wir hier noch einen Berchi mit dem alten Logo als Streifen. Den kennen wir ja auch schon. Haben hier noch einen Nordic Bulker in dunkelgrün. Und der scheint tatsächlich hier ohne zweite Variante zu existieren. Ein Bulk-Container von der Schmidt Group. Kleines Logo, Zweitür steht noch auf dem Aufkleber im Tütchen, in dem er drin war. Die meisten Bulk-Sachen leider sehr unauffällig in Weiß, Grau und Silber.
Unit 20 oder Unit 45 oder Unit 40, wie auch immer man sie gerade nennt, beziehungsweise welches Grundmodell man in der Hand hat, wechselt das ja immer, ist aber immer die gleiche Firma hinten dran. Allerdings in dem Blau, das ist jetzt alles kein Bike, das ist einfach ein ganz normaler 45er, der neu fertig geworden ist bei Kombi-Modell. Und der hier mit eben großen Neujahrspäckchen war. Und dazu haben wir noch ebenfalls 45 Fuß Container von DB Schenker. Auch hier mit umfangreicher Bedruckung auf dem Dach. Und dann sind last but not least hier im Karton noch zwei 45er von Kai. Ja, wieder eine sehr schöne Auswahl an Containern, die hier vom Kombi-Modell gekommen sind. Das räumen wir da jetzt alles mal wieder rein. So viel also zum Jahresstart. Spannende Themen erwarten uns nicht nur hier auf dem Kanal. Lasst euch überraschen. Das wird auf jeden Fall ein ganz tolles 2022.